Moin! Mein Name ist Floris Gerber, ich trainiere mit der Gruppe Jacama, das heißt, ich trainiere normalerweise mit der Gruppe Jacama, weil momentan geht es mir wie wahrscheinlich den meisten anderen von euch auch und ich hänge zu Hause fest und kann nicht wirklich was machen. Das heißt, ich habe mich entschieden, gegen den allgemeinen Corona-Frust, sowohl meinen als auch euren, Videos auf YouTube hochzustellen zum Thema Fechten, jedenfalls auf diesem Kanal. Auf dem anderen Kanal, den ich mit meiner Mutter zusammen führe, hat sich herausgestellt, sie hat genau dasselbe entschieden und will auch Videos hochstellen. Und wir haben uns entschlossen, dass wir gemeinsam ein Video machen, eine Co-Produktion zum Thema Fußstellung. Das heißt, was sie über Fußstellung zu sagen hat und was ich über Fußstellung zu sagen habe, ist grundsätzlich dasselbe. Sie wird es in ihrem Video, was ich da oben verlinke, sehr genau erklären und mit sehr schönen Aufnahmen. Ich werde das in diesem Video hier eher praktisch für euch Fechter nochmal sagen. Die Sachen, die ich hier zeige, richten sich vor allem an die Anfänger unserer Gruppe, die sowieso schon daran gewöhnt sind, dass ich sie damit den ganzen Tag lang jage. Aber alle anderen dürfen sich natürlich gerne mitgejagt fühlen. Im Anschluss an das, was wir gerade demonstrieren, in dem Video, was sich hier befindet, zeige ich einfach nochmal, dieselben Techniken sind vom physischen Theater übers Ballett zum Fechten relativ ähnlich. Und guter Stand ist in vielerlei Technik nötig. Und es geht eigentlich darum, ob ich nun fechterisch so stehe oder so, ist relativ egal für das, was ich jetzt gleich erzähle. Es geht um dasselbe Problem. Das kann man in jeder dieser Positionen irgendwie falsch machen. Und zwar geht es darum, dass ich ganz häufig sehe, dass Leute versuchen, einen Auswärts herzustellen, dass sie in der Hüfte, hier in dem Bereich, in der Dehnung nicht hinkriegen. Das heißt, dass Leute versuchen, hier so zu stehen, weil sie das in den Büchern so sehen, beziehungsweise es ihnen beigebracht worden ist. Und sie haben diese Hüftdehnung aber nicht. Beziehungsweise sie könnten sie haben, aber sie kriegen sie halt, sie können das nicht gut genug ansteuern und machen dann Folgendes. Sie versuchen sozusagen mit den Füßen, sagen wir mal, ich komme nur bis hier. Natürlich mit den Füßen. Die wenigsten Leute sind so unbeweglich. Die meisten Leute versuchen trotzdem mehr zu tun, als sie können. Sagen wir mal, ich komme nur bis hier. Und jetzt hat man mir gesagt, ich soll auswärts stehen. Und wenn sich die Leute eine ernsthafte Auswärtsposition, ich zeige mal mein Knie, eine ernsthafte Auswärtsposition angucken, wo das Knie hier über dem Fuß steht, dann sehen sie nicht, dass das Knie auswärts ist, sondern sie sehen das optisch Auffälligste, das ist nämlich der Fuß. Und sie denken, aha, also der Fuß ist das eigentlich Wichtige beim Auswärtsstehen. Und was dann passiert ist, sie stehen hier oben mit dem Knie so und jetzt stellen sie mit aller Gewalt ihren Fuß in das Auswärts. Und das Ergebnis ist, dass mein Knie nach innen rutscht, statt das, wie es sich hingehören würde, hier hinten steht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber dieses Problem besteht halt auch, wenn Leute, ich mache es mal von vorne vor, da sieht man das besser, das sieht jetzt ein bisschen gemein aus, wenn Leute jetzt hier ihren Fuß hier hindrehen. Das passiert ganz häufig. Es ist gar nicht mal problematisch, wenn man wirklich einwärts steht. Es gibt im Karate eine Stellung, die tatsächlich einwärts steht. Da steht man tatsächlich stabil. Wing Chun steht auch notfalls so da. Aber was halt nicht geht, ist, wenn der Fuß auswärts steht als das Knie und das Knie nach innen tippt. Das muss man verhindern. Weil, wenn ich jetzt mal hier in meine seitliche Fechtstellung stelle und ich bin hier und ich drehe meinen Fuß weiter, als das Knie steht. Erstens habe ich jetzt hier hinten, da hebt der Fuß vom Boden ab. Das ist überhaupt nicht gesund. Und ich habe jetzt auch keinen Druck, weil ich drücke mich jetzt nur mit der Fußvorderkante ab. Ich möchte mich aber mit der Fußhinterkante abdrücken. Da habe ich viel mehr Muskelkraft und viel mehr Energie dabei. Und die zweite Sache ist, wenn ich jetzt gezwungen bin, aus dieser verkrüppelten Haltung hier einen Schritt rückwärts zu gehen, dann wird jetzt bei dem Schritt rückwärts die Kraft nicht, die fange ich mit dem Knie ab als schwächsten Glied der Kette. Das heißt, wenn ich jetzt Pech habe und die Kraft, ich werde jetzt geschoben, ich werde jetzt hier lang bewegt und die Kraft drückt in mich rein und mein Knie gibt weiter nach, statt dass ich rüber rausploppe, dann bricht einfach mein Knie. Ich habe einen Krankennemesis, der hat sich bei genau so einer Stelle die Kniesehne gerissen und der kann seitdem nicht mehr wirklich fechten. Ich sehe dann ganz häufig, dass da Fortgeschrittene kommen und an den Beinen der Anfänger rumvorwerken, dass sie in eine weitere Schrittposition ziehen, was der Sache nicht hilfreich ist, weil wenn die Leute schon mit einer schmalen Schrittposition ihr Auswärts nicht gut genug halten können in der Hüfte, können sie das in einer weiteren Schrittposition noch viel weniger.
Und dass sie vor allem dann unten an den Füßen rumziehen, was natürlich überhaupt nicht hilfreich, sondern das Gegenteil ist. Ich habe hier eine ganz einfache Hausaufgabenübung für alle, die da Probleme haben. Macht einfach mehr im Schneidersitz. Wenn ihr lest, lest im Schneidersitz. Wenn ihr fernguckt, guckt im Schneidersitz fern. Lasst die Hüfte sich daran gewöhnen, dass der geöffnete Zustand was ganz Alltägliches ist. So ein bisschen ganz normale Dehnung über ein paar Wochen. Wir haben gerade alle die Zeit, oder viele von uns haben gerade die Zeit zu Hause. Tut da Wunder, dass das besser funktioniert. Ganz davon abgesehen, dass ich auch relativ häufig sehe, dass Leute versuchen, eine Fechthaltung einzunehmen, die in einem weitaus größeren Winkel als 90 Grad sich befindet, was natürlich einfach unnütz ist und auch der Sache widerspricht, die ich möchte. Ich stehe so, damit ich mich möglichst seitlich gut bewegen kann und damit ich mich nach vorne stark abstützen kann. Und das wird beides verhindert davon, wenn ich so stehe, während es das Problem der klassischen Fechthaltung, nämlich dass ich lateral instabil bin, das heißt, dass ich hier lang und hier lang leichter kippe, verstärkt. Weil wenn ich hier stehe, habe ich nicht mal mehr den Fuß, der mir Stabilität nach dort gibt. Und ich kann also nicht nur nach hier, sondern auch nach hier umgekippt werden, wenn ich so stehe. Gut, das sollte man also einfach nicht machen, insbesondere nicht so total übertrieben. Jedenfalls sind deshalb die Übungen, die ihr in dem anderen Video sehen könnt, also das heißt, auf einem Bein stehen, das andere hier in der Hüfte rotieren, wupp, 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 wupp. Erstens das und zweitens die Übung mit dem unten den Fuß einzeln bewegen, hopp, 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 zusammengebaut als ich stehe hier, ich rotiere mein Bein in der Hüfte, setze es hin und jetzt gucke ich nochmal, ob der Fuß wirklich weit genug nach innen ist, dass er über meinem Bein steht. Deshalb sind diese Übungen auch für Fechter besonders wichtig. Jo, ich hoffe, das hat euch gefallen und ich hoffe, ihr könnt irgendeinen Nutzen daraus ziehen. Ich habe jetzt ziemlich extreme Begriffe benutzt, wie das soll man nicht, das darf man nicht. Ich sehe das allerdings auch so, die Gesundheit eurer Knie ist mir wichtig, genauso wie ich euch lieber mit beiden Augen und allen 10 Fingern mag. Nicht, dass ich Leute, die da benachteiligt sind, deswegen benachteiligen wollte. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen und fröhliches Training, auch wenn eigentlich nichts geht.